Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier live zum Satsang mit John David aus dem Open Sky Haus. Eine nächste Möglichkeit, intensivere Zeit mit John David und auch dir zu verbringen, ist das Vipassana Insel Wochenende. Findet hier einmal in Hittorf statt vom 25. bis 27. Oktober und dann nochmal in Denia, wunderschönen Spanien an der Costa Blanca vom 22. bis 24. November. Und dann ein ganz besonderes Retreat Anfang Januar vom 10. bis 31. Januar fliegt John David und ja, fast die ganze Crew der Open Sky House Gemeinschaft nach Indien zu einem 3-wöchigen intensiven Retreat zum Arunachala, zum Heiligen Berg, wo Ramana seine meiste Zeit seines Lebens verbracht hat. Und es gibt noch freie Plätze. Wer früh bucht, kann auch Geld sparen. Dazu gibt es Informationen auf der Seite www.johndavidsatsang.international. Und wer das Open Sky House gerne einmal kennenlernen möchte, ist herzlich eingeladen. Das kann als Gast oder Helfer sein. Informationen hierzu auf der Seite opensky.international. Es gibt auch die Möglichkeit, sich heute Abend live zum Meeting dazu zu schalten. Das gibt per Skype. Die Skype-Adresse ist Meeting John David. Dankeschön.
Welcome to Satsang. Willkommen zum Satsang. Okay, yes, right. Some jokes. Ha ha ha. Ein paar Witze. A man tells his friend that he had been on holiday in Italy for the third year in a row. Ein Mann erzählt seinem Freund, dass er jetzt zum 3. Mal hintereinander in Italien im Urlaub war. Each time his wife got pregnant at that time. Und jedes Mal ist seine Frau genau während dieser Zeit schwanger geworden. His friend answers, Da antwortet sein Freund, maybe it's time to visit another country. vielleicht solltest du mal woanders in Urlaub gehen. That would not matter, the man replies. Da sagt der Mann, aber das macht keinen Unterschied. But I'm thinking of taking her along in the future. Aber stattdessen überlege ich, sie das nächste Mal mitzunehmen. White Feather, the chief of a tribe, was on a studying trip in England. Die weiße Feder, der Häuptling eines Indianerstamms, war auf einem Studienbesuch in England. Back in his African homeland, Zurück in seinem afrikanischen Heimatland he talks to his medicine man in private. erzählt er seinem Medizinmann etwas unter 4 Augen. In London, they're really great magicians. In London, da sind sie echt große Zauberer. 20 colorful dressed men 20 farbig angezogene Männer enter a large square grass field gehen auf ein großes quadratisches Rasenfeld and kick like wild against a leather ball. und dann treten sie wie verrückt gegen einen Lederball. And what should I say? Und was soll ich sagen? Latest after 10 minutes, Spätestens nach 10 Minuten it starts to rain. fängt es an zu regnen. A father who is very much concerned about his son's bad grades in mathematics Ein Vater ist schwer besorgt über die schlechten Noten seines Sohnes in Mathe decides to register him at a Catholic school. und entscheidet deshalb, ihn in eine katholische Schule zu geben. After his first term there, Nach seinem ersten Halbjahr dort the son brings home his report card. bringt der Sohn sein Zeugnis nach Hause. He's getting A's in maths. Er hat lauter Einsen in Mathe. His father is, of course, very pleased, Darüber ist sein Vater natürlich sehr erfreut, but he asks, why are your maths grades suddenly so good? aber er fragt, warum sind denn deine Mathe-Noten plötzlich so gut? You know, the son explains. Da sagt der Sohn, ich sag dir mal was. When I walked into the classroom on the first day, Als ich am ersten Tag ins Klassenzimmer kam, I saw this guy nailed to a plus sign. da sah ich diesen Typen und der war an einem Pluszeichen festgenagelt. Then I knew one thing. Da war mir eine Sache klar. In this place, they really mean things serious. In dieser Schule hier meinen sie das echt ernst. Okay. Well, we got such good jokes tonight. I think you get an extra one. Die Witze sind so gut heute, ich gebe noch einen extra. A man goes from door to door asking for a small donation towards the local public swimming pool. Ein Mann geht von Tür zu Tür und fragt für eine Spende für das lokale Schwimmbad. He's quite successful Er ist recht erfolgreich and happily knocks at a big house and speaks his usual lines. und guter Laune klopft er an einem großen Haus und lässt seine üblichen Sprüche ab. The woman looks at him with doubt, Die Frau schaut ihn zweifelnd an, but then she goes to get something. aber dann dreht sie sich um etwas zu holen. She comes back with a glass of water Und dann kommt sie zurück mit einem Glas Wasser and says, "This is for the pool." und dann sagt sie, das ist meine Spende für das Schwimmbad. I must say I'm very impressed that, for about, 6 or 8 years now, our joke department has found 5 jokes, which I can select 3 jokes from every week, twice a week, since 6 or 7 years. Ich bin echt erstaunt. Seit 8 Jahren
schafft es die Witzeabteilung jede Woche 5 Witze zu finden, aus denen ich 3 aussuchen kann. And what I like very much is that almost all the jokes are something to do with how human nature is a bit funny. Und was mir an den Witzen am meisten gefällt, ist, dass sie zeigen, dass die menschliche Natur etwas Witziges an sich hat. I think it's very important that we can laugh at ourselves. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir über uns selbst lachen können. We're living in a country where everybody tries to be perfect, Wir leben ja hier in einem Land, wo jeder versucht, perfekt zu sein. but of course we're not really perfect. Yeah? Aber wir sind nun mal nicht perfekt. And in fact, I recently came up with kind of slogan about human beings. Vor kurzem ist mir ein Slogan eingefallen über die menschliche Natur. We're perfectly imperfect. Und zwar heißt der, wir sind perfekt unperfekt. And that, I think, really relaxes things a lot. Und ich denke, dadurch können sich die Dinge sehr entspannen. Because we're so busy looking into the future about how we could become sort of perfect. Denn wir schauen ja immer in die Zukunft, wie wir da mal perfekt werden könnten. We forget to notice that we're already perfect. Und da vergessen wir zu merken, dass wir bereits perfekt sind. Perfectly imperfect, of course. Nämlich perfekt, imperfekt. Have you ever met anybody who's perfect? Habt ihr jemals jemand getroffen, der perfekt Well, of ist? course, John David's almost perfect. Naja, okay, John David ist fast perfekt. Of course, he's not. Of course, he's not. Das ist er natürlich nicht. Anyway, what to say? So I spent the whole day sleeping today, Ich habe heute den ganzen Tag geschlafen. and I really needed a good sleep Und das war auch dringend notwendig. because we had a very amazingly beautiful weekend. Wir hatten ein wunderschönes, unglaubliches Wochenende. Perhaps it was the most beautiful weekend we've ever had together. Das war vielleicht das schönste Wochenende, was wir je miteinander hatten. And it was all based on silence. Und die Basis des Wochenendes war Stille. And I came to understand that this sort of space of silence actually is kind of hard work. Und dann habe ich festgestellt, dass dieser Raum der Stille eigentlich harte Arbeit ist. And today I was planning to go with everybody else in the community to see a possible new place for the community. Und heute wollte ich eigentlich losfahren mit der Gemeinschaft, um uns ein mögliches neues Haus anzusehen. And just in the last moment, I realized I couldn't make it. Und im letzten Moment ist mir klar geworden, dass ich das heute nicht hinkriege. And so I had a wonderful sleep. Und stattdessen habe ich süß geschlafen. And it's very interesting coming to sit here after a long sleep because you all look very beautiful tonight. Das ist interessant, so nach einem guten Schlaf hier vorne zu sitzen, denn ihr seht alle wunderschön aus. And sometimes when I haven't had a good sleep, you all look a bit too much, you know. Und wenn ich nicht so gut geschlafen habe, seht ihr manchmal ein bisschen wie zu viel aus. It all looks like a lot more work or something like this. Da seht ihr aus, als ob es noch viel Arbeit braucht. Yeah. Anyway, probably this is an interesting moment to say something about Open Sky House. Das ist wahrscheinlich ein guter Moment, etwas über das Open Sky House zu sagen. So this beautiful old 17th century mansion where we've been living for the last about 14 years. Dieses wunderschöne Anwesen aus dem 17. Jahrhundert, wo wir jetzt die letzten 12 Jahre gelebt haben, Was put on the market about a year and a half ago. ist vor 1,5 Jahren zum Verkauf auf den Markt gegeben worden. And we kind of assumed that we would buy it Und wir haben so angenommen, dass wir das selber kaufen würden. because somehow we already now kind of think of it as ours. Denn irgendwie hatten wir so das Gefühl, das ist schon unser Haus. But actually, in August, it became a bit clear that we were about to lose it, probably. Aber so im August, da wurde es recht klar, dass wir das wahrscheinlich verlieren werden. That there was a danger that it was actually going to be sold to somebody else. Dass eine gewisse Gefahr besteht, dass jemand anders das kauft. And I was feeling quite nervous about that. Und da wurde ich etwas nervös. And I could see that my energy was kind of wanting to hold on to something, hold on. Und da habe ich gesehen, wie meine Energie an etwas festhalten wollte. And actually, it was maybe a couple of weeks before we got the news that it had been sold to somebody else. Das war ein paar Wochen, bevor wir dann erfahren haben, dass es wirklich an jemand anderen verkauft wurde.
I was driving into the village here, Und da bin ich hier durch das Dorf gefahren and I got a kind of inner message, und da habe ich so eine innere Botschaft bekommen. and it said something like, "Why are you trying to hold on?" Und die lautete so ein bisschen so wie, warum versuchst du da an etwas festzuhalten? Have you got are you so small that you can't be open to something even better and bigger and more wonderful? Bist du so klein, dass du nicht offen sein kannst für etwas Größeres, Reicheres, Wunderbares? And I kind of felt like, well, actually, I'm not really ready for that. Und dann hatte ich so ein bisschen das Gefühl, naja, dafür bin ich nicht wirklich bereit. But anyway, as I say, about 2 weeks later, the owner told us he sold it to actually scrap metal merchants. Na, aber wie auch immer, 2 Wochen später hat uns der Besitzer gesagt, dass er das an einen Schrotthändler verkauft hat. And we were, of course, all a bit shocked by that. Und davon waren wir alle etwas schockiert. And then we came to talk to lawyers, and we discovered that actually we have a rental contract here for another 5 years. Und dann haben wir mit Anwälten gesprochen und haben dann herausgefunden, dass unser Mietvertrag hier noch weitere 5 Jahre anhält. And so, of course, that made things feel a lot more relaxed. Und dadurch fühlte sich das Ganze entspannter an. But actually, we immediately started looking for a new place. Aber trotzdem haben wir direkt nach einem neuen Platz gesucht. We started off with a huge castle near Belgium. Dann haben wir uns ein großes Schloss angeguckt in der Nähe von Belgien. It was like a huge castle looking out over a small town. Das ist ein Riesenschloss über einem kleinen Dorf. So that felt like a great place. Es fühlte sich nach einem guten Platz an, But unfortunately, it wasn't very realistic aber leider war das nicht so realistisch. because the whole inside of the castle was kind of devastated. It was not livable. Denn das ganze Schloss war renovierungsbedürftig, nicht zu bewohnen. And then we looked at a hotel next to the Rhine, Dann haben wir uns ein Hotel angesehen am Ufer des Rheins. a lovely old kind of historically famous hotel. Ein nettes, kleines, bekanntes Hotel. And it had a particularly interesting feature Aber das hatte so ein besonderes Charakteristikum. because the main railway line ran past the windows, about 1 meter in front of the windows. Denn da waren direkt Eisenbahnschienen nur 1 Meter von den Fenstern entfernt. So about 5 times an hour, there would be a train hurtling past. Also so ungefähr 5-mal in der Stunde rauschte da ein Zug vorbei. So we somehow felt that wasn't really going to be the right place. Hatten wir das Gefühl, das ist nicht so der richtige Platz für uns. And then we looked at a monastery, Und dann haben wir uns ein Kloster angeschaut. and that was also very beautiful. Das war auch sehr schön. Beautiful nature around in the middle of the Schöne countryside. Natur mitten auf dem Lande. But unfortunately, again, it hadn't been renovated and would be a huge job. Aber auch das war nicht renoviert und wäre ein Riesenjob geworden. So then, step by step, we looked at a youth hostel and a small hotel and so on, this kind of places. Also dann haben wir uns noch eine Jugendherberge angeschaut, ein anderes kleines Hotel, also solche Art von Plätzen. And then suddenly our friend Kamala found where we went today. Und dann hat die Kamala einen Ort gefunden, wo wir heute waren. And this is an old renovated farmhouse sitting between 2 small lakes. Und das ist ein altes, renoviertes Bauernhaus, das an 2 Seen liegt. So there's a big farmhouse and a barn which hasn't been developed. Also da ist ein großes Bauernhaus und eine Scheune, die nicht ausgebaut ist. And it's much bigger than the 17th century mansion where we live now. Und das ist deutlich größer als dieses Anwesen aus dem 17. Jahrhundert, wo wir jetzt sind. It just needs a bit of paint and then we can live there. Das braucht man nur ein bisschen anstreichen und dann können wir da schon einziehen. Well, that's exaggerating the situation. Naja, das ist ein bisschen beschönigend. And it's going to need a heating system and a few other things. Naja, eigentlich braucht es da eine Heizungsanlage und noch ein paar andere But it Baumaßnahmen. feels like a wonderful challenge, actually. Aber es fühlt sich an wie eine gute Herausforderung. And when we came to this house where we are now, it had been empty for, I think, about 5 years. Und als wir hier zu diesem Haus kamen, hatte das 5 Jahre leer gestanden.
And we've made it into a very dynamic, wonderful place. Und da haben wir einen sehr dynamischen, wunderbaren Ort draus gemacht. And somehow over 14 years, we've invested the equivalent of about 400,000 euros in this house. Und über 12 Jahre hinweg haben wir circa 400.000 Euro hier investiert. Including our labor, if we charge our labor cost. Also das wäre, wenn man die Arbeitskosten mit einrechnet. And in this new place, we're estimating at the moment that we'd need to invest about 600,000. Und an diesem neuen Platz haben wir die Schätzung, dass wir ungefähr 600.000 investieren müssten. And of course, there's something very challenging about going to a beautiful old place which is covered in vines, the windows are boarded up, and inside there's graffiti, and yeah, it's all a bit kind of lonely, you can say. Das ist natürlich eine Herausforderung, zu einem Haus zu kommen, wo die Fenster zugewachsen sind und innen ist alles mit Graffiti bemalt. The amazing thing is that it's also been empty for 6 years. Das Erstaunliche ist, dass es jetzt auch 6 Jahre leer stand. So many of the windows are covered over by creepers. Also viele Fenster sind zugewachsen mit Pflanzen. But maybe about 8 years ago, an architect drew up a plan and the place was renovated. Aber vor 8 Jahren circa hat ein Architekt einen Plan gemacht und da ist das Haus renoviert worden. And when I looked at these plans, it was almost like it had been designed for us. Und als ich mir diese Pläne so angeschaut habe, da war das fast so, als ob das Haus für uns geplant wurde. So there's one area where we can have a guest house, small guest house. Also da ist ein Bereich, wo wir eine kleine Gästezimmervermietung machen können. Another place where we can have a cafe and a restaurant. Ein anderer Bereich mit Café und Restaurant. There's another area, a small area, where we can have public events like concerts and workshops and yoga and meditation we can offer to the public. Da ist ein Raum, wo wir Konzerte veranstalten können, Yoga anbieten und andere Events. There's another area where at the moment I'm thinking we should do some kind of clinic. Und das ist ein anderer Bereich, wo ich die Idee habe, dass wir eine Art von Klinik da laufen lassen können. Or something. Oder so was Ähnliches. And then there's a very nice area on 2 levels where the community would live. Und dann gibt es noch einen anderen Bereich, der geht über 2 Etagen, wo die Gemeinschaft leben kann. And this is actually quite beautiful because it has a two-level area and it has big balconies looking out on the lake. Das ist ein sehr schöner Bereich, der über 2 Etagen geht und wo ein großer Balkon direkt auf den See rausgeht. And also there's a lot of nature around. Und das Haus ist umgeben von Natur. So there's 2 small lakes, and when you look out on these lakes, you only see trees. Also das sind diese 2 Seen und wenn man rausschaut, dann sieht man nur Bäume. So from the house, you don't see any other buildings. Also vom Haus aus sieht man keine anderen Gebäude. But actually there is a small village nearby, Aber in der Nähe ist ein kleines Dorf and it's about a 20-minute drive to Munster. und das ist ungefähr 20 Minuten Autofahrt von Münster entfernt. Yeah. So anyway, today the whole community went to visit, Wie auch immer, heute war die ganze Gemeinschaft dort and I understand that you all felt quite positive. und ich habe gehört, dass ihr alle recht positiv wart. And so after this meeting, we'll sit together and have a little feedback. Also hier nach dem Satsang bleiben wir noch zusammen und sprechen über Feedback. And of course, the community itself is now feeling itself very, how can I say, very stable and very strong and very peaceful. Also die Gemeinschaft selber, die fühlt sich sehr stabil und sehr friedlich an. And so actually it's a moment, a kind of moment. Also tatsächlich ist das so ein besonderer Moment. This community has been developing over 15 years. Diese Gemeinschaft hat sich über 15 Jahre entwickelt. When we started, it was in the Black Forest in the south of Germany. Als wir angefangen haben, war das im Schwarzwald in Süddeutschland. And then it was a bit chaotic, I would say. Und damals war es noch etwas chaotisch. I remember I had this sort of nice, cute idea that the living room would be kind of silent. Ich erinnere mich noch, ich hatte diese nette kleine Idee, dass das gemeinsame Wohnzimmer still sein würde. But actually we had about,
I don't know, 8 maybe. 10 mummies with their kids, and they made the living room not exactly quiet. Aber stattdessen hatten wir eigentlich so 10 Mütter mit Kindern und da wurde das Wohnzimmer nicht gerade leise. And we had a parrot and we had a grandmother. Also wir hatten einen Papagei und eine Großmutter. And the grandmother used to call me the priest. Die und die Großmutter hat mich immer den Pfarrer genannt. And as you can see, I've got my priest shirt on tonight. Und wie ihr sehen könnt, habe ich heute meinen Priester. Yeah. But it was actually it was a lovely beginning. Aber es war ein sehr schöner Anfang. It was kind of the wild west of community life or something. Es war so ein bisschen wie der wilde Westen vom Community-Leben. Yeah. Anyway, in the fields around this small village, Wie auch immer auf den Feldern in diesem kleinen Dorf. every field had one of these plus signs with a guy nailed onto the cross. Also da waren überall diese Pluszeichen verteilt mit diesem Mann, der da dran genagelt war. And we were some kind of threat to this small village of 100 families. Und diese 100 Familien in dem Ort, die haben uns als Drohung empfunden. And before they could actually string us up, we left. Und bevor die uns hängen konnten, sind wir abgehauen. And so now we've been here for about 13, 14 years. Also jetzt sind wir hier, so seit 13, 14 Jahren. And I would like to welcome anybody who kind of feels some interest in this new project. Ich möchte gerne jeden einladen, bei diesem neuen Projekt mitzumachen, jeder, der Interesse hat. Because clearly we're looking for new people with new energy to come and join in. Also wir suchen nach neuen Leuten mit frischer Energie, die mitmachen wollen. And I would say this is a great moment. The next 2 years would be a great moment to join in because we're going to take a big step. Und die nächsten 2 Jahre sind ein toller Moment, dazu zu kommen, denn wir machen einen neuen Schritt. And what we've discovered over the last 15 years is that this community is made up of the contributions of many, many people. Und was wir jetzt über die 15 Jahre gesehen haben, ist, dass diese Gemeinschaft daraus besteht, dass viele Leute etwas beitragen. So I think in this 15 years, something like 120 people have lived here for some time, and then for whatever reason, they've moved on. Also so über diese Jahre hinweg haben hier 150 Leute für eine gewisse Zeit gelebt und dann sind sie weitergegangen in ihrem Leben. And this feels something like a natural flow. People come, people go, and some people stay. Es fühlt sich an wie ein natürlicher Fluss. Leute kommen, Leute gehen und manche Leute bleiben länger. And one thing that's very touching is that the people who came and then left, Und was sehr berührend ist, dass die Leute, die gekommen sind und wieder gegangen sind, they didn't really get the gold medal. They didn't really get what's being offered here. die haben nicht die Goldmedaille erreicht, die haben nicht das erreicht, was hier eigentlich angeboten wird. But it was also very touching to see that everybody left with some kind of present. Aber es war auch berührend zu sehen, dass jeder mit einer Art von Geschenk hier weggegangen ist. And it may be that, human beings have some kind of potential and there's some kind of limit to how many presents people can accept. Und vielleicht ist es so, dass Menschen ein gewisses Potenzial haben und dass es da gewisse Grenzen gibt und dass jeder so viele Geschenke bekommt, wie er annehmen kann. Because what was clear this weekend is that this community is now able to offer the gold medal. Denn was am Wochenende klar wurde, ist, dass diese Gemeinschaft in der Lage ist, die Goldmedaille anzubieten. And of course, actually the reality is you've already got the gold medal. Und die Realität ist ja, dass du bereits die Goldmedaille besitzt. And you don't have to do very much Und da brauchst du nicht sehr viel für tun, to manifest this gold medal. um diese Goldmedaille zu manifestieren. But for many of us, it takes many years. Aber für viele von uns dauert das mehrere Jahre. In my case, it was at least 15 years of tough spiritual work and then 3 weeks. Also in meinem Fall waren das so 15 Jahre harte spirituelle Arbeit plus 3 Wochen. And probably if I hadn't done the 15 years of meditation and workshops and so on, Und wenn ich die 15 Jahre von Meditation, Workshops und so weiter nicht gemacht hätte, I wouldn't have been ready for the 3 weeks. dann wäre ich für die 3 Wochen nicht bereit gewesen. So it's very interesting to see that although we've all got the gold medal, Also es ist interessant zu sehen, dass obwohl wir alle bereits die Goldmedaille haben, even you can say we are the gold medal. man könnte sogar sagen, wir sind ja die Goldmedaille. We've created a kind of illusion. Wir haben eine Art Illusion geschaffen And in this illusion we absolutely believe.
Und wir glauben total an diese Illusion. Like I'm a spiritual person and I'm going towards the gold medal. Sowas wie, ich bin ein spiritueller Mensch und ich gehe auf die Goldmedaille zu. But I need to work hard, Aber ich muss da schwer arbeiten, read a lot of books, viele Bücher go lesen, to a lot of meetings, viele Satsang-Treffen besuchen, and meditate a lot, of course, viel meditieren, and eat healthy food, gesundes Essen zu mir nehmen and all kind of other ideas we have. und alle anderen möglichen Vorstellungen, die wir so haben. But of course, this is a nice idea, Das sind schöne Vorstellungen and to some extent maybe necessary. und zu einem gewissen Maße auch notwendig. But the horrible truth, Aber die schreckliche Wahrheit, the scary, horrible truth, die beängstigende, schreckliche Wahrheit, we're free right now, wir sind jetzt und hier frei. and there's nothing to get. Und es gibt nichts, was man bekommen kann. So just look right now what your mind does with that. Und schau jetzt doch einfach mal, was dein Verstand damit macht. And that's why it takes some time, Und deshalb dauert das Ganze eine Zeit because we lang. have to chip away at this illusion that we've created inside us, or has been created by other people inside us. Denn wir müssen uns an dieser Vorstellung abarbeiten, die wir in uns entwickelt haben oder die andere uns gegeben haben. And very sadly, many human beings, as they grow up, have been conditioned with the idea that they're not good enough. Und viele Menschen haben, als sie aufgewachsen sind, die Idee aufgeschnappt, dass sie nicht gut genug sind. See, so then it's very hard to accept the gold medal when you're not good enough. Und dann ist es schwierig, die Goldmedaille anzunehmen, wenn man nicht gut genug ist. But of course, this idea that we're not good enough is completely ridiculous. Aber diese Vorstellung, dass wir nicht gut genug sind, How die can every ist human being not be good enough? komplett lächerlich. Wie kann es denn sein, dass jeder nicht gut genug ist? You know, then who would be good enough? Wer würde denn dann gut genug sein? Was Einstein good enough? War Einstein zum Beispiel gut genug? They had to paint the front door of his house because he couldn't figure out where he lived. Der fand nie den Weg nach Hause und deswegen mussten sie seine Haustür bunt anmalen. So was he perfect? War er also perfekt? Probably he was perfectly imperfect. Der war wahrscheinlich perfekt, unperfekt You see, and so on, so und on. so weiter. Yeah. Haha. Something else. Da fällt mir noch was ein. So I've been giving this new project the title of Twin Lakes Also dieses neue Projekt heißt Zwillingsseen, because there's the two lakes, yeah? denn da sind ja diese zwei Seen. And today I got the message a bit boring. Und heute habe ich die Botschaft bekommen, der Name ist ein bisschen So langweilig. now I've got the idea we could call it the Green Elephant at Twin Lakes. Und heute hatte ich die Idee, wir könnten das nennen, der grüne Elefant am Zwillingssee. Because it's a great big building, you know? Denn das Haus ist ja sehr groß. And it, has a bit the quality of an elephant. You know? Es sieht ein bisschen aus wie ein And I Elefant. thought we could even paint later, we could paint the outside, yellow or green or something, black, I Später don't know. können wir das Haus ja vielleicht gelb-grün anmalen oder schwarz. And so we create an image of something a bit strange. Also wir könnten da so ein Bild kreieren von etwas Ungewöhnlichem. Yeah. Modern, kind of modern and a bit strange. Modernes und ein bisschen So seltsam. the green elephant sounded quite Also nice. der grüne Elefant, das klang doch ganz gut. But of course that probably won't be the final name, but anyway, working title, the green elephant. Das ist jetzt ein Arbeitstitel. Mal schauen, was endgültig rauskommt. So I'm very happy that somehow I'm getting messages about this new place, because for a while there was a bit of a blank and I didn't know what was supposed to happen. Es ist schön, dass ich jetzt so Nachrichten bekomme über diesen neuen Platz, denn eine Zeit lang war es so ein bisschen leer und ich wusste nicht, was geschehen würde. So anyway, yeah. Green elephant. Okay, if somebody likes to come, we'll have a meeting and see what happens. Vielleicht möchte jemand kommen und dann schauen wir einfach, was passiert.
And by the way, tonight you may notice that we've got a beautiful backdrop to the camera. Vielleicht fällt euch auf, dass wir heute sehr schöne Hintergründe haben. We're using two beautiful paintings from Bruno Kurz, Wir haben 2 wunderschöne Bilder hier von Bruno Kurz, which I would say after 15 years of the Flow Fine Art Gallery, und ich würde sagen, nach 15 Jahren Flow Fine Art Galerie he's our most brilliant painter. ist er unser brillantester Maler. And you can get some idea from these two paintings. Und da könnt ihr euch durch diese beiden Bilder einen Eindruck von machen. So what's happening? Also was passiert? It's like in pressure on the arms, on the head. It's like pressure You have pressure on the head, and in the arms, like in and the the arm. chair. Right, right. Ich fühle da so einen Druck auf den Kopf und auf die Arme. Okay. And it's, Hmm? yeah. Okay. Maybe you close your eyes Dann schließ doch mal die Augen and look inside. und schau nach innen. I was just thinking, Churia, whether we could swap this painting for the one we got before. You know? It's the same size, yeah? No, I it's like bigger. this one better. This one is bigger. This Hmm? one is- Well, we can It's pay bigger. some extra maybe, but anyway. It's very beautiful, this one. So what's happening inside? Und was ist passiert jetzt in dir? It's very nice now. It's nice. Yeah. It's very nice. It's nice. Yeah. Jetzt ist es sehr schön. Okay, so stay with this, what you're calling very nice. Dann bleib bei dem, was du sehr schön nennst.
And what's happening now? Und was passiert jetzt? That's some melting. Ein Verschmelzen. Okay, so stay with that melting. Dann bleibe bei diesem Schmelzen. And what's happening now? Und was passiert jetzt? More awareness. More awareness. Mehr Gewahrsein. Stay with this awareness. Dann bleib bei diesem Gewahrsein.
what's happening now? Und was geschieht jetzt? The space is more clear. The space is more clear. Yeah. Also. Der Raum ist klarer. Okay, so when you're ready, you can open your eyes. Wenn du bereit bist, kannst du die Augen öffnen. So this space that you find very clear, Diesen Raum, den du als klar empfindest, this is always available. der ist immer da. So since we had the weekend together, I think you can just stay in that space. Seitdem wir jetzt dieses Wochenende zusammen hatten, denke ich, kannst du einfach in diesem Raum bleiben. You just have to be a little bit aware of things that kind of interrupt it or disturb it. Du musst nur dir bewusst sein über Dinge, die das stören oder den unterbrechen. So what this kind of clear space, you talk about it as a clear space, this is always there. Dieser klare Raum, von dem du sprichst, der ist immer da. And it gets disturbed by maybe some ideas or some old structures of our mind. Der wird vielleicht gestört von Vorstellungen oder alten Strukturen des Verstandes. So then using your self-awareness, Wenn du dann dein Selbstgewahrsein benutzt, you don't go to those old structures of the mind. dann gehst du zu diesen alten Strukturen des Verstandes nicht hin. They come up and they go. Die tauchen auf und gehen vorbei. And you stay with what you're calling clear space. Und du bleibst mit diesem klaren Raum. So you stay absolutely identified with the clear space. Also du bleibst identifiziert mit dem klaren Raum. And actually you don't have to do anything for that. Und dafür brauchst du eigentlich nichts zu tun. I feel also uncomfortable with that. You feel what? I feel also I feel very nice with that, Yeah. but I feel also uncomfortable. Right, right. And I also Ich fühle feel mich zum einen gut, aber auch es ist auch unbequem. also afraid a bit. Right. Ja. Ein bisschen Angst. Well, And we always tend to be afraid of the unknown or something new. So then that space of what you're calling clear space is something you don't know. Yeah, it's a new thing. Also wir neigen ja dazu, some Angst kind zu of fear haben can come. vor neuen Dingen. Und dieser klare Raum ist neu für dich. Und dann ist es natürlich, dass da Angst kommt. So you may feel vulnerable for some time. Vielleicht fühlst du dich für eine Zeit lang verletzlich. And we have these meetings every week, 2 times. So this is a kind of chance to get a kind of support, you can say. Und diese Treffen zweimal die Woche, die sind eine Gelegenheit, eine Art Unterstützung zu bekommen. I mean, you have a very strong structure about I'm not good enough. Du hast ja eine starke Struktur in dir, ich bin nicht gut genug. But as I was saying earlier, that's just not true. Aber wie ich ja vorhin erzählt habe, ist das einfach nicht wahr. And it may be a bit scary to think that you could be good enough. Und das mag Angst auslösen, zu denken, dass du gut genug bist. I'm so confused. Huh? I'm very confused. Right. Ich fühle mich right. verwirrt. Okay. I find everything very confused in the last time. Right. In der letzten Zeit finde ich alles sehr verwirrend. Right. That's good. Das ist okay. So out of all this possible confusion, you keep coming back to what you're calling clear space. Und aus dieser ganzen möglichen Verwirrung, die da auftauchen kann,
And you will find that kommst du einfach gradually the zurück zu dem clear klaren space Raum. becomes more strong in the foreground and all the rest goes more and more into the background. Und dann wirst du sehen, dass dieser klare Raum immer mehr in den Vordergrund kommt und alles andere in den Hintergrund tritt. I'm also afraid I'm too weak. Ich habe auch Angst, dass ich vielleicht zu schwach bin. Well, you can have all kind of fears, but this is all part of the illusion. Du kannst alle möglichen Ängste haben, aber die sind Teil der Illusion. Great, huh? Ist doch wunderbar. Okay, have fun. Okay, You've got viel Spaß weiter. you're wearing a T-shirt that says awakening. Ja, dann T-Shirt an, It doesn't was say Erwachen heißt. it doesn't say awakened. It says awakening. Das heißt nicht erwacht, sondern erwachen. So it's in process. Yeah. Es ist also im Prozess. Good, very good. Okay. I look like something from Star Trek tonight. You look like from Star Trek. That's what happens when you sleep all day. Good, good. Take the microphone, yeah. So we just have a little bit of eye contact, yeah, and we see what comes out of that. Lass uns ein bisschen Augenkontakt machen und dann sehen wir, was daraus entsteht. Okay, so maybe you close your eyes Dann schließ mal die Augen, and then look inside schau nach innen and see what is happening. What is the strongest thing that's happening? und dann schau mal, was das Stärkste ist, was passiert. It may be thoughts, Vielleicht sind das Gedanken, maybe some feelings, vielleicht Gefühle, maybe a body sensation, vielleicht Körperempfindungen or there may be some silence. oder vielleicht ist da auch Stille. So just stay with whatever is the strongest Bleib bei dem, was am stärksten ist and just accept it. und akzeptiere das. Nothing needs to be changed. Nichts braucht sich zu ändern. And I can see that we've got some people watching this meeting through the internet. Und ich kann sehen, dass ein paar Leute übers Internet zuschauen hier beim Satsang. So sitting at home or sitting wherever you are sitting, Und wo immer du auch gerade bist, you can also do what I was just asking or suggesting Sylvia to do.
Da kannst du auch das machen, was ich gerade der Silvia vorgeschlagen habe. You can close your eyes and look inside Du kannst die Augen schließen, nach innen schauen and accept whatever you come to. und dann akzeptieren, was auch immer du da findest. So Sylvia, what do you find? Also Silvia, was findest du da? Also keine Gedanken. No thoughts. No thoughts. Good. Es ist sehr hell. It is very bright. 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 Yeah, right. Okay. So stay with what you're calling bright. Dann bleib bei dem, was du hell nennst. What is happening now? Und was passiert jetzt? Mein Kopf wird leichter. My head is becoming lighter. My hand or head? Head. Head is becoming good, good. Okay, stay with your lighter head. Dann bleib bei dieser Leichtigkeit im Kopf.
what's happening now, Sylvia? Und was passiert jetzt? Es fühlt sich so an, als würde ich über die Grenzen meines Körpers sein. It feels like I go beyond the borders of my body. Okay. There is a disbalance. There is a disbalance. That's what? Oh, Da ist ein Ungleichgewicht. ja, Ungleichgewicht. There is a disbalance, Okay. non-balance. So stay with this expansion. Stay with the expansion. Bleib bei dieser Ausdehnung. So, okay, Sylvia, what's happening now? Was passiert jetzt? Aber es ich habe das Gefühl, mich nicht ausbreiten zu können. I have this feeling I can't expand. Okay. So when you're ready, you can open your eyes. Also wenn du bereit bist, dann kannst du die Augen öffnen. So this statement, I can't expand, Also diese Aussage, ich kann mich nicht ausdehnen, this is just an old idea. das ist einfach nur eine alte Vorstellung. That somehow in your illusion about yourself, you see yourself limited. In dieser Illusion, die du über dich selbst hast, glaubst du, dass du begrenzt bist. And at the same time, you have a longing for
expansion Und gleichzeitig hast du eine Sehnsucht danach, dich auszudehnen. and lightness. Und nach Leichtigkeit. You want to be free, Du willst frei sein. you see. But at the moment you're still a bit caught in this story. Aber im Moment bist du noch ein bisschen in dieser Geschichte verfangen. So you can see that in this 20 minutes we sat together, you did a very nice journey actually. Also in diesen 20 Minuten, die wir hier gesessen haben, hast du eine sehr schöne Reise gemacht. So you could decide every day to spend 20 minutes. Du könntest entscheiden, jeden Tag 20 Minuten so zu verbringen. And probably you would find yourself gradually more and more easily expanding. Und du würdest dann sehen, wie du dich leichter und leichter ausdehnen kannst. A little bit like Anushka, you might have some fear about that Aber vielleicht ist es wie bei der Anushka, vielleicht hast du ein bisschen Angst davor, because it's kind of unknown, you don't know, denn das ist unbekannt, du kennst das nicht, it's unfamiliar. nicht vertraut. And the mind likes things the same, it likes familiar. Der Verstand, der mag ja, dass alles gleich bleibt, der mag vertraute Dinge. Das ist aber auch ein bisschen so die Angst vor mir selbst, kann das sein? It's also a kind of fear of myself. Could this be? Well, it's a fear of your own illusion, the illusion of yourself, yeah? Ja, es ist die Angst vor der Illusion, die du über dich hast. Okay. Because you identify with this illusion, Denn du identifizierst dich ja mit dieser Illusion, like everybody, wie jeder. Everybody identifies with this illusion. Jeder ist mit dieser Illusion identifiziert. But the truth is, you're much bigger than that, Aber die Wahrheit ist, du bist viel größer als das, much lighter than that. viel heller. Strange, So- ja. Ist doch seltsam. Das ist seltsam, dass man irgendwie das weiß, aber dennoch da bleibt, wo man ist. It's strange that you kind of know that, but still you stay where you are. Yeah, because you've been staying where you are for 30, 40 years. Ja, weil du jetzt 30, 40 Jahre immer so geblieben So bist. this is an enormous habit. Das ist eine unglaublich starke Angewohnheit. So we trust this habit Und wir vertrauen dieser Angewohnheit, because it's kind of familiar. denn die ist vertraut. And now, just for 20 minutes, you experience yourself in a different way. Und jetzt 20 Minuten lang hast du dich anders erlebt. But 20 minutes against, maybe 40 years is, it takes time. Aber 20 Minuten im Vergleich zu 30 Jahren, da ist klar, dass das mehr Zeit braucht. But you've been coming to these meetings for some time, Und du kommst ja jetzt schon eine Zeit lang zu diesen so Treffen. then you have some honest interest. Du hast ja ein ehrliches Interesse. And you can try doing this sitting quietly at home. Und du kannst dieses stille Sitzen zu Hause probieren. You probably will find it a bit easier here than at home, Du findest es wahrscheinlich einfacher, das hier zu machen als zu Hause. because here we have the support of about 20 people. Denn hier hast du die Unterstützung von ca. 20 Leuten. But it can also happen at home. Aber es kann auch zu Hause funktionieren. Thank you. Good, thank you. Thank you. So we have quite a few people watching from home. Einige Leute, die von zu Hause zuschauen. So I'd like to announce Ich würde gerne verkünden, that recently they had the World Athletics Championships, dass vor kurzem die Weltathletikmeisterschaften waren. and they're having the World Rugby Championships. Und vor kurzem war auch die Weltmeisterschaft im Rugby. And this summer they had the World Cricket Championships. Und im Sommer war die Weltmeisterschaft im Cricket. So I'd like to announce that here at Open Sky House, Und hier im Open Sky House we're having the World Emptiness Championships. da haben wir die Weltmeisterschaft in Leere. So those of you watching from the safety of home, Also die ihr da aus der Sicherheit von zu Hause zuschaut. I'd like to invite you to come to our meetings here in Open Sky House Ich möchte dich einladen, hier im Open Sky House zum Satsang zu kommen and get competitive for the gold medal.
und euch mitzubewerben für die Goldmedaille. Yeah, we only produce gold medals here. Also hier bei uns gibt es nur Goldmedaillen. We're not interested in silver or bronze. Also Silber und Bronze, das interessiert uns nicht. Yeah, but down in the basement, we have people busy making gold medals. Unten im Keller, da sitzt eine ganze Crew und macht Goldmedaillen. So everybody is invited to come and compete for the gold medal. Also jeder ist ja eingeladen, um die Goldmedaille zu bewerben. Okay.